MAN aller Baujahre versammelt euch, egal ob 50er Jahre, 60er Jahre, die 70er, die 80er oder spätere Generationen. Gleich mit 10 historischen MAN-Lastwagen geht das Nutzfahrzeuge-Veteranencenter NVC bei einem Treffen in der Südpfalz an den Start. Alle Lkw sind ausgesucht und sogar Baujahre dabei, die man so schon lange nicht mehr gesehen hat. Etwa dieser MAN MK von 1950, der sozusagen Huckepack von einem F90-Sattelzug von 1987 spazieren gefahren wird. Bei ihm handelt es sich um einen legendären Scheunenfund aus Ostfriesland. Bei den Freunden von historischen MAN-Lkw ist die Szene hierzulande eingeschworen. Fast alle Lkw sind im Besitz des NVC und alle mussten für das Treffen erst einmal fit gemacht werden. Wir haben die Fahrzeuge ja irgendwo untergestellt. Die werden natürlich mit der Zeit auch zugeparkt. Und diese ganzen Fahrzeuge beiseite holen, das Auto freizustellen, Batterien einbauen, Luft zu prüfen, Öle zu prüfen oder Ölwechsel zu machen, betanken und so weiter. Da haben wir eine Woche mit 3 Leuten dran gearbeitet. Bleiben wir bei Helmut Hoffmann und einem, ja seinem ganz besonderen Liebling. Es ist ein 210er MAN mit Anhänger, Baujahr 1961. Der 210 PS starke LKW befindet sich tatsächlich noch im Originalzustand und ist ebenfalls ein Scheunenfund. Da stellt sich doch die Frage, wie fährt er sich denn? Dieses Auto hat schon Lenkhilfe. Lässt sich sehr gut fahren. Der einzigste Nachteil, wenn ein heutiger Fahrer damit fahren müsste, der hat natürlich ein unsynchronisiertes Getriebe mit Stufenschaltung. Der hat diese Trillex-Achsen, diese breite Spur, diese Pausbäckchen. Also das Auto, wenn man das von außen sieht, sieht richtig schwer aus. Und das gefällt mir so besonders an dem Auto. Im Volksmund wird dieses Modell auch gerne Pausbacke genannt und hat eine wunderschöne Patina. Kaum vorzustellen, aber mit einem solchen Gespann war Helmut als Lkw-Fahrer früher selbst einmal unterwegs. Jeder Kilometer mit dem fast 60 Jahre alten Lkw ist für ihn ein Genuss und erinnert Helmut an vergangene Zeiten. Den habe ich 68 gefahren, nachdem ich Führerschein 2 gemacht hatte. Habe den einige Jahre bei der Ruhrkohle in Waschberge und Kohle gefahren. Und die besonderen Erinnerungen an dem Auto sind einfach, dass man damals keine Klimaanlage, keine Standheizung hatte. Wenn man da im Sommer bei 25, 30 Grad Hitze gefahren ist, dann hat man sich die Füße verbrannt am Gaspedal. Da würde heute kein Mensch mehr mitfahren. Oder vielleicht doch. Beim Einsatz im Kieswerk jedenfalls zeigt dieses Schätzchen noch immer ungeahnte Qualitäten und keine Spur von Müdigkeit. Mit dem Auto könnte man arbeiten. Man ist zwar nicht so schnell wie mit den neuen, aber eben man könnte mit dem Auto arbeiten. Ich meine, man sieht ja, dieses Material, das wird ja gebrochen, das wird geladen und dann auf Lager gefahren. Und es funktioniert an dem Auto alles. Vom Kipper bis, ich sag mal, bis zur Klappe alles. Genau diese Zuverlässigkeit hat dieses Modell so legendär und auch so erfolgreich gemacht, vor allem in der Baubranche. Und so erklärt es sich auch, dass diese Hauben-Lkw nach jahrelangem Einsatz, vor allem im Export, extrem begehrt waren. Eine seltene Rarität ist auch dieser 26281er MAN von 1987. Übrigens eines der letzten Exemplare seiner Art. Gerade mal 116.000 Kilometer hat der Kipper mit 6-Zylinder-Reihenmotor und Turbolader auf dem Buckel. Ein regelrechtes Prachtexemplar, das seinen Fahrer begeistert. Und der fährt sich aber richtig toll, also wie ein PKW. Da könnte man also stundenlang fahren. Und was mit diesem Auto einem auffällt, auch hier bei der Herfahrt gestern, unheimlich viele Kieskutscher, sage ich jetzt mal, die einem entgegenkommen, Lichthube und winken und Daumen hoch. Und auch selbst im Straßencafé, die Leute, wenn man durch eine Ortschaft fährt, das Auto erweckt Aufmerksamkeit, ohne Zweifel. Also das ist erstaunlich. Springen wir noch einmal ins Jahr 1956 zurück. Mit einem MAN 620 L1 aus dieser Zeit ist Winfried Kickertz beim Treffen unterwegs.
Der unverwechselbare Charme des 120 PS starken LKW ist es, was Kickertz an diesem Fahrzeug fasziniert. Überall, wo er mit ihm vorfährt, hat er die Menschen auf seiner Seite. Der LKW mit seinen 8,3 Litern Hubraum ist also ein regelrechter Sympathieträger. Und da stört es Kickertz auch nicht, dass man als Fahrer eines solchen LKW noch jede Menge Kraft beim Lenken aufwenden muss. Also mich fasziniert diese alte Technik, ganz einfache Technik im Grunde genommen, wobei das für die damalige Zeit schon unheimlich innovativ war. Man sieht also, hier ist der Motor schon ins Führerhaus verbaut. Dadurch wird die Motorhaube viel kürzer. Die Übersicht über die Straße wird dadurch besser. MAN ist einfach ein Traumauto. Solide, ausdauernd und einfach klasse. Baujahr 1952 ist der rote MAN F8 von Heinz Bruns aus Cloppenburg. Unter der Haube schlägt ein 8-Zylinder-Motor mit 180 PS und 14,5 Litern Hubraum. Und beinahe hätte es der Cloppenburger nicht einmal bis in die Pfalz geschafft, denn auf der Anreise machte ausgerechnet die Wasserpumpe schlapp. Gut, dass die Hoffmanns in Oberhausen noch ein Ersatzteil für den fast 70 Jahre alten LKW liegen hatten und helfen konnten. Was löst bei Heinz Bruns die Faszination für die Marke aus? Das ist einfach Technik pur. Nicht wie heute Elektronik, sondern du hast reine Technik oder Mechanik, wo du mit unterwegs bist. Du musst wirklich noch mit Gefühl schalten, du musst mit Gefühl fahren und musst vor allen Dingen aufpassen. Keine Lenkhilfe, keine unterstützte Hydraulik vom Schalten und sonst was her. Es ist reine Mechanik und du musst dich wirklich aufs Fahren noch konzentrieren. Und auch wenn es bei den Fahrerkabinen schon längst keine Hauben mehr gibt, jede LKW-Generation hat ihre besondere Faszination. Achim Röttgermann startet beim MAN-Treffen mit einem 1984er 19281. Dieser LKW mit 280 PS und 11,3 Litern Hubraum stammt aus deutschem Vorbesitz und war inzwischen in Griechenland im Einsatz. Jetzt haben ihn die Hoffmanns zurückgeholt und restauriert. Was Achim Röttgermann besonders an diesem LKW gefällt, sind sein großzügiges Platzangebot und der damals noch vergleichsweise seltene Turbolader. Für damalige Verhältnisse, wie gesagt, der ist Baujahr 84, aber das Haus gibt es ja eben schon, die Hütte so, wie sie hier ist, gibt es eben schon länger, war für damalige Verhältnisse das Nonplusultra. Relativ groß, breit, komfortabel, sehr, sehr angenehm als solches, auch wie gesagt vom Fahrverhalten, die Leistung stimmte und das machte so ein Auto eben für viele eben zur ersten Wahl. Tatsächlich lösen die historischen MAN eine große Anziehungskraft aus und deshalb fahren sie auch als Eyecatcher bei der Vorstellung des brandneuen MAN TGX mit Kunden der MAN-Vertretung in Bad Kreuznach vor. Hier nimmt sich Helmut Hoffmann dann tatsächlich die Zeit, auch einmal einen LKW der neuesten Generation zu fahren. 510 PS, 12,5 Liter Hubraum. Ungewöhnlich für jemanden, der als König der deutschen Truck-Klassiker-Szene eigentlich nie einen modernen Lastwagen fährt. Und Helmut staunt. Hier ist Automatik, ganz leichte Hydrolenkung, keine Kupplung. Man gibt nur leicht Gas und von der Beschleunigung das Auto, das ist ja Pkw-mäßig einfach. Fährt sich einfach ganz toll. Aber wie gesagt, ich bin natürlich vom Alter her, passen zu mir mehr natürlich die Oldtimer. Und deswegen tendiere ich mehr zum Oldtimer. Aber wenn ich heute mein Geld verdienen müsste, müsste ich halt so ein Auto haben. Im Oldtimer könnte ich kein Geld mehr verdienen. Jede LKW-Generation hat eben im wahrsten Sinne des Wortes ihre eigenen Stärken. Und ganz abgesehen davon kommt es natürlich auch immer darauf an, wozu ein LKW eingesetzt wird.